Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns das Thema Maschenregel, zweite Kirchhoffsche Regel anschauen. Also die Maschenregel ist die zweite Kirchhoffsche Regel. Vielleicht zur ersten Kirchhoffschen Regel gibt es auch ein Video, das ist eben die Knotenregel. Ist auch mal unten verlinkt in der Infobox. Wir wollen also hier auch nochmal die Basics der Elektrotechnik anschauen. Also wie kann ich ein Netzwerk analysieren, wie kann ich da die Maschenregel aufstellen. Und dafür ist es natürlich schlau, einmal die Maschenregel zu kennen. Deswegen habe ich die hier aufgeschrieben. Und zwar die Summe aller Spannungen in einer Masche ist immer 0. Man kann das auch Ganze so definieren, dass im Endeffekt k gleich 1 bis eben so und so viele Spannungen, die in der Masche vorliegen, UK müssen gleich 0 sein. Das ist die mathematische Definition, die ist aber für die meisten vielleicht ein bisschen unverständlich. Deswegen würde ich das an einem Beispiel lieber durchführen, beziehungsweise genauer gesagt an 4 Beispielen. Was man hier macht, ist, man sucht sich ein Netzwerk raus und in dem Netzwerk versucht man jetzt eben die eingetragenen Spannungen zu analysieren. Meistens sieht das wie folgt aus. Wir haben hier erstens irgendein Netzwerk gegeben und in dieses Netzwerk legen wir uns jetzt eine Masche rein, beliebig wie wir wollen, und diese Masche nennen wir jetzt zum Beispiel M und in dieser Masche muss gelten, alle Spannungen sind 0. Bedeutet, alles was in Pfeilrichtung des grünen Pfeil zeigt, der grüne Pfeil zeigt ja quasi in diese Richtung hier, das bedeutet, alles was in die Richtung zeigt, wird positiv gewertet, alles was in die andere Richtung zeigt, negativ. Wir sehen also, wenn wir der Masche hier, diesem grünen hier folgen, dann geht das im Endeffekt hier einmal so drumherum in diese Richtung. Bedeutet in die gleiche Richtung wie U1, in die gleiche Richtung, ich nehme mal gerade die Masche raus, sonst wird es unübersichtlich, in die gleiche Richtung wie U1, in die gleiche wie U2, in die gleiche wie U3 und in die gleiche wie U4. Elektrotechnisch vielleicht gar nicht möglich, aber laut Maschenregel ebenso definiert, muss man jetzt aufschreiben, U1 ist positiv, weil es in die gleiche Richtung wie die Masche geht, plus U2, plus U3, plus U4, ja, die gehen ja alle in die gleiche Richtung wie die definierte Masche und die müssen nach Maschenregel 0 sein. Jetzt denkt man sich schon, wie kann das denn sein? Also irgendwo muss ich ja auch einspeisen, klar, die können nicht alle in die gleiche Richtung zeigen, sonst hätte ich ja einen geschlossenen Kreis im Endeffekt an Spannung. Das heißt, eine wird tatsächlich, ich nehme jetzt mal ein echt, könnte zum Beispiel U4 sein, ja in die andere Richtung zeigen. Wenn ich jetzt noch U4 umformuliere, diese Gleichung, sehe ich aber auch schon, U4 ist minus U1, minus U2, minus U3, also quasi genau das Gegenteil von dem, in welche Richtung U1, U2 und U3 zeigen. Heißt, wenn U1, U2 und U3 positiv wären, also dass hier positive Zahlen wären, dann wäre das multipliziert mit den ganzen Minusen, die davor stehen, ja eine negative Zahl. Dementsprechend wäre U4 negativ und wir hätten also U4 tatsächlich in diese Richtung zeigen, wie ich es hier eingezeichnet habe, also wirklich in die entgegengesetzte. Wir sehen also, die Maschenregel hat keine Probleme mit dem tatsächlichen elektrotechnischen Sinn. Man kann die Spannungen also auch so einzeichnen, wie sie eigentlich gar nicht verlaufen könnten, zum Beispiel alle in einen geschlossenen Kreis und es geht immer noch auf. Wir wollen uns das mal im zweiten Fall anschauen. Wir sehen also hier jetzt eine neue Masche. Diese neue Masche sieht jetzt, wir können sie jetzt mal andersrum zeichnen, zum Beispiel in diese Richtung. Man darf sich die ja definieren, wie man will, es sei denn, die sind in der Klausur vorgegeben. Dann kann man jetzt im Endeffekt wieder summieren. Okay, das UA zeigt in die gleiche Richtung wie die Masche, das heißt plus UA. Dann das U3 zeigt in die falsche Richtung, also gegen die Masche, also minus U3. Das U2 zeigt wieder in die gleiche Richtung, also plus U2. Und das U1 zeigt in die entgegengesetzte Richtung, also minus U1. Und das ist gleich 0. Das kann man sich auch immer gerne umschreiben. Ich mache das gerne, dass dann da steht UA plus U2 ist im Endeffekt U1 plus U3. Ja, dann weiß man auch schon, wie groß welche Spannungen im Verhältnis sind. Da sehen wir, also das Ganze geht egal bei welcher Schaltung. Ich habe es jetzt hier nochmal in Anführungszeichen in Komplexitätsgrad höher gemacht. Wenn man sich eine einfache Leitung betrachtet, also ein Element ohne Widerstände, kann man das Ganze auch machen. Man hat im Endeffekt Eingangsklinken und Ausgangsklinken, beziehungsweise ich habe es hier genau andersrum genannt, das sind die Eingangsklinken und das hier sind die Ausgangsklinken. Und auch dort kann ich mir im Endeffekt eine Masche formulieren und die Masche kann ich zum Beispiel wie folgt laufen lassen. Also das ist ja frei beliebig wählbar und dann komme ich hier wieder drauf. 1 geht mit der Masche, nämlich das UE geht in die gleiche Richtung wie die Masche, also plus UE und das UA geht in die entgegengesetzte, also minus UA ist gleich 0. Und wir sehen, macht ja auch Sinn, am Eingang liegt die gleiche Spannung wie am Ausgang an. Ich habe hier ja nirgendwo irgendwie sowas wie einen Widerstand drin, ja, deswegen muss da die gleiche Spannung anliegen, wenn wir ein ideales Bauteil haben.
Schauen wir uns das in einem größeren Netzwerk nochmal an. Hier könnte man ja theoretisch mehrere Maschen legen. Eine Masche wäre diese Masche hier, das wäre Masche 1. Dann könnte man zum Beispiel auch hier eine Masche legen, das wäre Masche 2. Man könnte aber auch ganz in Anführungszeichen verrückt sein und eine Masche hier drum legen. Das wäre also Masche 3. Schauen wir uns das Ganze mal an, nur mal kurz drüber fliegen. Masche 1, da sehen wir schon, welche Spannungen stecken da drin. Die Masche 1 geht entgegengesetzt zu dem UE-Pfeil, deswegen haben wir da minus UE. Es geht mit dem U1-Pfeil, also plus U1. Sie geht mit dem U3-Pfeil, also plus U3. Und hier unten liegt keine Spannung an, weil wir nichts eingezeichnet haben. Das heißt, das Ganze ist 0 und wir haben schon mal einen ersten Teil. Dann sehen wir zum Beispiel bei Masche 2, können wir das Ganze auch ganz einfach aufstellen. Da haben wir im Endeffekt einmal mit UA laufend die Masche, also UA, und dann im Endeffekt einmal gegen U3 laufend, also M2 geht ja gegen U3, dementsprechend minus U3 und dann gegen U2, also minus U2 ist gleich 0. Und das Ganze kann man auch noch für die rote definieren, also Masche 3, das wäre ja die Masche um den Gesamtblock. Da sehen wir, okay, die Masche 3 läuft gegen UE, also minus UE, sie läuft mit U1, also plus U1, sie läuft gegen U2, also minus U2 und sie läuft mit UA, also plus UA und das ist gleich 0. Und so hat man schon die Maschengleichung für dieses Netzwerk zum Beispiel komplett aufgestellt. Wir sehen also, das Ganze geht gar nicht so schwierig, man muss einfach nur auf die Vorzeichenkonvention achten. Wenn es mit der Masche läuft, positiv, wenn es gegen die Masche läuft, negativ. Genau, wenn es dazu Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, zum ersten Kirchhoffschen Gesetz gibt es auch noch ein Video, das ist in der Infobox verlinkt und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen.